Es ist Dienstag, der 25. Juni. Fakt ist, Robin ist immer noch krank. Es geht ihm aber, würde ich sagen, immer besser. Ich hoffe, dass er morgen spätestens wieder fit ist, damit wir morgen, übermorgen noch was machen können. Freitag geht es dann hoffentlich nach Hanoja für die Nacht. Jetzt fahre ich nach Eckerö, schaue, wie dort die Lage ist. Und dann werde ich noch nach Westre Jakobselv schauen. Hoffentlich für die Sperbereule dann. Ich wage es stark zu bezweifeln, dass sie noch da ist. Aber ich möchte mir das auf jeden Fall anschauen. Weil nur da sitzen möchte ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Die letzten Tage waren viel zu unproduktiv. Jetzt bin ich, wie gesagt, immer noch alleine. Ich schaue, dass ich das mit dem Filmen irgendwie gemanagt bekomme. Neben der Fotografie. Okay. Ja, so sieht's aus auf Eckerö. Da hinten ist dann der Vogelfelsen um die Ecke. Mal schauen, wie nah man hinkommt, hin darf. Wegen der Vogelgrippe. Mal schauen, was auf dieser Inselrunde hier alles so vor die Linse kommt. Es war erfolgreich. Ich habe ziemlich coole Bilder machen können, glaube ich. Eben am Anfang vom Hermelin. Dann schauen wir mal, ob die Landschaftsaufnahmen vom Vogelfelsen was sind. Dann die Schmarotzerraubmöwen. Die sind hier überall. Die sind auch ziemlich aggressiv natürlich. Drüben auf der Küste waren noch etliche Pfuhlschnepfen und Alpenstrandläufer, Sandregenpfeifer, Rotschenpel waren da. Von denen habe ich coole Fotos machen können. Und eine Krickente, mit der habe ich überhaupt nicht gerechnet. Die war ziemlich cool, dass die da war. Erst meine zweite überhaupt. Ansonsten fahre ich jetzt noch nach Westre Jakobselv kurz. Schau mal, wie dort das Wetter ist. Und ob ich auf die Schnelle eine Eule finde, eine Sperbereule. Ja, jetzt bin ich hier in Westre Jakobselv. Da hinten, da ist irgendwo der Nistkasten für die Eulen. 2022 haben wir sie hier gesehen. 2 Altvögel und 6 Jungtiere. 2023 war ein Bekannter von mir hier. Da meinte er, dass sie nicht da waren. Und ja, jetzt ist sowieso die Frage, ob sie dieses Jahr überhaupt hier sind. Bislang noch nichts. Aber hier am Boden sind immer wieder kleine Gewölle, die schon eigentlich auf Eulenaktivität hier hinweisen. Aber ich weiß natürlich nicht, wie alt die sind. Mücken sind auf jeden Fall genug hier. Hier sind ein paar Drosseln, aber keine Eulen.
Gut. Ihr seht, ich stehe wieder vorm Hotel. Die Heimfahrt war ziemlich gut. Sehr viele Rentiere, sehr viele Schafe und noch ein Moorschneehuhn. Das hat sich noch schön präsentiert. Ja, was will man mehr? Sehr erfolgreicher Tag. So, hinter uns befindet sich jetzt Vardöhus Festung. Das ist die nördlichste Festung der Welt. Robert, vorstellt, da ist ein Wal, da ist ein Wal. Da, oh mein Gott. Schau dir die Fontäne an. Oh mein Gott. Holy shit. Also wir stehen jetzt hier vor dem Styleneset Memorial. Was an die Hexenverbrennungen im 17. Jahrhundert hier in Vardø erinnert. Richtig. Und wir wollten eigentlich gerade reingehen und auf einmal taucht hier, weiß ich nicht, 50 Meter vom Strand entfernt ein Wal auf. Schon ziemlich cool. War ziemlich cool, der ist jetzt hier, weiß nicht, 5-6 Mal aufgetaucht. Jetzt ist er wieder draußen im offenen Meer. Aber wir kommen nochmal her, weil gestern waren hier Wale, laut Robin. Gestern waren hier sogar einige Wale. Und heute der einzelne. Da hinten ist er nochmal. Da hinten ist er nochmal aufgetaucht. Ja, also wir haben uns jetzt hier das ganze Memorial angeguckt. Hier sind 97 Lichter, 97 Leute, die hier hingerichtet wurden. Ich verstehe nicht, warum man damals sowas gemacht hat. Vor allem, wenn man sich das englische Buch durchliest, für was die Leute damals angeklagt wurden. Robin und ich waren vorher, das habt ihr ja mitbekommen, hatten wir eine kleine Vardø-Tour zur Festung und zum Memorial. Ja, und dann haben wir ja, das habt ihr auch mitbekommen, Wale gesehen, zumindest einen, ziemlich nah. Und dann beim Heimgehen haben wir noch mehr Wale gesehen, hier bei dem kleinen Leuchtturm. Und jetzt fotografieren wir hier seit einer Stunde, anderthalb, durchgehend mindestens 4 Buckelwale und Robben. Und ja, es ist grandios, Mitternachtssonne ist perfekt. Aber es kam so, wie es kommen musste. Unsere beiden Akkus waren leer. Deswegen bin ich jetzt schnell zum Quartier zurückgesprintet, weil wir natürlich keine Ersatzakkus mit hatten. Klug wie wir sind. Und ja, deswegen bin ich ein bisschen außer Puste. Aber wir müssen jetzt hier gleich weiter fotografieren, weil es wird immer besser hier. Oh mein Gott. Ja. Holy shit. Was denn? Vor uns ist eine Robbe. Ah ja, stimmt. Die hat einen Fisch. Lol.
Wir waren ja mit den Wahlen, wie ihr wisst, vorne bei der Altstadt von Wardö, beim Leuchtturm. Und ich wollte schon nach Hause gehen, habe dann gedacht, da ist dieser Leuchtturm, es ist Mitternachtssonne, es ist richtig schön. Lorenz steht da vorne irgendwo an der Kante, direkt beim Wasser. Mache ich doch noch mal ein Video von ihm. Ich bin jetzt im Nachhinein sehr froh, dass ich das getan habe, weil, was ist passiert? was ist passiert? Ja, so, du meinst 20, 30 Meter vor der Küste ist ein Buckelwal nochmal aufgetaucht. Wunderschön, hat uns nochmal die Fluke gezeigt, hat nochmal eine Fontäne gesprüht. Insgesamt 4 oder 5 Buckelwale, jetzt über 2 Stunden. Ist doch gut. Schöne Mitternachtssonne. Ja, wirklich. Also das Wetter ist perfekt auch. Ein bisschen kalt, aber jetzt geht's ja nach Hause. Wir gehen jetzt zur Fähre. Die geht in ein bisschen unter einer Stunde. Wir fragen jetzt aber noch kurz im Hotel nach, ob wir noch irgendwelche Schlüssel brauchen oder so. Und dann geht's nach Harnoia. Das Wetter ist wieder mal besser als eigentlich erwartet. Schauen wir mal, wie es morgen wird. Morgen ist ja sogar Gewitter angesagt eigentlich am Nachmittag. Ja, und dann freuen wir uns beide jetzt, dass es endlich nach Harnoia geht. Ja. Schon schön. Sehr, sehr schönes Wetter, sehr gute Laune, sehr schöner Hafen, sehr laute Kitty-Wakes, also passt alles eigentlich. Ein Tag der Superlative hier. Schon. Es sind nur mehr 9 Minuten bis Abfahrt, aber wir wissen noch nicht ganz, mit welchem Boot wir fahren. Einerseits ist die Harnoia-Fähre aktiv, sie ist an. Aber andererseits stehen die ganzen Leute, die noch mit uns mitfahren, hier, wo die ganzen Schlauchboote sind. Es bleibt ein Rätsel. Wir sind jetzt hier auf Harnoia, vor unserem Apartment für die nächste Nacht. Ja, Vögel sind da. Wir sind jetzt aber einfach mal an allen vorbeigelaufen. Wir packen jetzt alle Sachen, die wir nicht brauchen, in unseren Raum, in unser Zimmer. Und dann geht es wieder nach vorne zu den Puffins. Also wir sind jetzt hier in unserem Zimmer im 2. Geschoss. Wir sind gar nicht im Leuchtturm, sondern im Haus daneben. Naja. Wir haben jetzt hier eine kleine Harnoia-Tour gemacht. Es ist verdammt laut. Die Vögel sind alle da. Die Bank wird immer mehr belagert. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf die Krähenschaben. Ja, die Flora von Harnoia ist natürlich durch den Vogelkot mit reichhaltigen Mineralstoffen versorgt. Sprich, hier wächst sehr viel an der Küste.
hier 22:40 Uhr. Wir haben gerade zu Abend gegessen. Wir haben unsere Instant-Nudeln gemacht. Es hat angefangen zu regnen, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass die Mitternachtssonne noch rauskommt. Robin ist zuversichtlich, ich bezweifle es sehr stark. Also wir haben jetzt den 29. Juni. Wie spät ist es? 13 Uhr ungefähr. Wir haben ziemlich lange geschlafen jetzt, bis 12 Uhr. Mitternachtssonne war laut Robin da, haben wir aber leider verschlafen. Wir sind auf jeden Fall bei Blitzen und Donnern eingeschlafen. War ziemlich cool. Und jetzt ein neuer Tag vor Neujahr, der letzte Tag. Und vor uns sind die ganze Zeit Robben, Wale, ich weiß nicht wie viele es sind, 2, 3, 4. Es ist auf jeden Fall unfassbar krass. Wir fahren jetzt wieder mit der Fähre, die da hinten kommt, nach Vardø, weil es wird immer nebeliger, immer regnerischer. Die Wale wären noch da, die Puffins sind noch da. Es ist eigentlich eine ziemlich coole Stimmung, aber weil Robin und ich uns auch nicht sicher sind, ob danach überhaupt noch eine Fähre kommt, beziehungsweise wie das Wetter dann noch sein wird, fahren wir einfach jetzt sicherheitshalber schon mit der Fähre zurück. Aber vielleicht kommen wir irgendwann wieder, in der einen Woche noch. Wir haben versucht zu kochen. Nee, heute war tatsächlich ein sehr ruhiger Tag. Wir haben unsere ganzen Fotos und Videos aussortiert, haben noch ein bisschen Musik gesucht für die ganzen Videos. Und jetzt wollten wir eigentlich, Pommes machen, haben dann aber gemerkt, naja, die Kartoffeln, die sehen nicht mehr ganz gut aus, machen wir Bratkartoffeln wieder. Und dann kam die Idee, wir haben ja noch hier dieses, was ist das hier überhaupt? Na? Dieses Brot hier. Kartoffelbrot irgendwas. Ja, und jetzt haben wir einfach noch Tomaten und Gurken und die Kartoffeln hier drauf gegeben. Mit ein bisschen Mozzarella drauf. Sieht ganz gut aus, schmeckt ganz gut. Ja, schau das mal. Wir befinden uns jetzt hier am Startpunkt des Nafjelltal Trails. Wir haben jetzt 9 Kilometer vor uns bis zum Wasserfall. Woher spüren die das so schnell, wo man ist?
Also das sind wirklich viele Mücken. Sollen wir hier schon crossen oder kam da vorne noch eine Stelle, bei der wir rüber mussten? Recht zufrieden ist er, sagt er. Recht zufrieden. Ah, und jetzt doch durch den Sumpf, oder was? Ja, wenn hier der Weg ist. Was soll denn da für ein Weg sein? Holz. Guckt euch das an. Holz. Der klassische Goldi da vorne. Also, wir sind jetzt wieder hier am Parkplatz. Wir haben es halbwegs überstanden, halbwegs überlebt. Meine Füße tun weh, meine Schuhe auch. Ja, Wetter hat gerade noch so gepasst. Jetzt ist richtig kacke wieder. Aber wir haben auch sehr nette Schweden hier kennengelernt. Bitte. Ja, die haben mit 2 Zelten sind die zum Windshelter gelaufen und haben da jetzt gerade gegrillt und haben uns gefragt, wo wir waren und was wir so für Fotos gemacht haben auf unserer Reise. Und dann sind wir weiter und wurden verfolgt von tausenden Mücken. Es war echt unglaublich. Aber der Hinweg war schlimmer. Der Hinweg war schlimmer, aber der Rückweg war auch nicht schön. Ja, es ist jetzt auch nicht schön. Nee. Deswegen fahren wir jetzt. Also, ihr bekommt das eh mit. Wir haben ja von allem Aufnahmen. Es ist unfassbar. Es ist jetzt 2 Uhr in der Nacht. Das Licht ist zwar ein bisschen kacke, also es ist sehr bewölkt, aber was aktuell hier an Wildlife unterwegs ist, natürlich sehr viele Vögel, die mir alle vors Auto fliegen. Ja, keine Ahnung, wir hatten jetzt 3 Elche insgesamt. Ich habe noch nie auf der Varanger Halbinsel Elche gesehen. Und jetzt gleich 3. Ja, und jetzt noch als Bonus kurz vor, es ist so krass, kurz vor Vardø, ich weiß nicht, jetzt sind es noch 20 Kilometer, kurz vor Vardø jetzt einfach noch ein Polarfuchs, der direkt neben der Straße war. Es ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist unfassbar.